Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt beim Scott-Stand und hier haben wir die neuen Lumens. Die werden dieses Jahr bzw. für nächstes Jahr nochmal eine andere Farbe bekommen, aber ansonsten ändert sich nichts. Die aktuellen 23er Lumens sind ja noch gar nicht wirklich ausgeliefert, das heißt demnächst, wenn ihr das Video seht, müssten die ersten dann im Laden zu sehen sein. Und ja, wir zeigen euch nur mal ganz kurz nochmal die zwei Modelle, die hier stehen. Und zwar einmal ist das 900er Contessa E-Ride, das heißt die Frauenversion davon. Preispunkt knapp 7.000 Euro, 17,5 Kilo. Mit dem TQ HRP Motor, 50 Newtonmeter. Und das Coole hier ist dran, dass wir hier mal das Display ein bisschen demonstrieren können. Tobi, du stehst näher dran, leg mal los. Genau, also das Display ist hier ganz schön im Oberrohr integriert. Ihr habt es nicht am Cockpit, wie ihr es vielleicht von den klassischen E-Bikes gewohnt seid. Ist hier alles ein bisschen minimalistisch, also die Unterstützung ist ein bisschen minimalistisch und auch das Display. Aber ihr habt trotzdem die Infos, die ihr braucht, habt ihr hier schnell durchgeklickt. Einmal ganz stupide der Batteriestand, die Restkilometer, die ich damit noch fahren kann mit der Akkuladung, also hier sind wir halt einfach leer. Absolute Lieblingsanzeige, die Wattanzeige, die ich liefere und was der Motor noch mal drauflegt. Der Motor bringt bis zu 300 Watt. Hier genau, hier oben, sorry, ist das, was der Motor ausspuckt und das, was ich ausspucke, wenn das so ist wie bei den Solace-Modellen. Ne? Ja, genau. Hier oben seht ihr die Unterstützungsstufe. Ich kann natürlich das Rad ohne Unterstützung fahren. Muss ich lang gedrückt halten oben, dann ist der Punkt weg. Dann fahre ich quasi ein Biobike, das einfach entkoppelt. Walk-Modus gibt es auch. Und ansonsten kann ich die Unterstützungsstufen ganz klassisch durchschalten. Ich habe einmal den Eco-Modus, das ist nur dieser Punkt. Dann habe ich einen Tour-Modus, ist dieser ausgehöhlte Kreis. Und das ist dann quasi Vollgas, alles was der Motor so bringen kann. Ansonsten haben wir beim Display gar nicht mehr viel versteckt. Ist halt eben alles, was ihr braucht und nicht mehr. Und genauso verhält es sich eben auch mit der Unterstützung von den Bikes. Wir sind die vor kurzem mal Test gefahren auf einer richtig coolen Trailstrecke. Und es ist halt wirklich so, du hast halt so ein bisschen das Fahrgefühl von ganz klassischen Spark. Aber wenn es ganz steil den Berg hoch geht, hast du eben so einen kleinen Push, dass die Tour dann eben einfach ein bisschen mehr Spaß macht vielleicht. Aber du hast trotzdem ein ganz direktes Gefühl für dein Fahrrad und hast halt echt eine minimale Unterstützung. Du machst immer noch ordentlich Sport. Ja, das Coole halt an der ganzen Sache ist halt, es ist komplett lautlos, das System. Du hörst es so gut wie gar nicht. Selbst wenn es windstill ist und das geht fast zwar gar nicht, weil durch den Fahrtwind. Was auch besonders ist, es fühlt sich so ganz soft rein, dass du halt gar nicht irgendwie merkst, dass dass dir geholfen wird. Es ist immer nur so wie so eine unsichtbare Hand, die den Rücken hochschiebt. Ne? Das macht das Ganze sehr leicht. Also der TQ-Motor ist ja im Prinzip wie so eine kleine Dose nur. Ne? Und hier passt alles drin. Hier ist sogar der Dämpfer drin, der Motor. Und das ist halt schon klasse, weil der Dämpfer ist ja geschützt. Ne? Wie bei den Sparks halt auch, vor Verschmutzung, Feuchtigkeit. Und was natürlich auch noch an Bord ist, ich habe das Twinlock-System. Das heißt, die haben hier wirklich alles reingestopft, was geht. Und wir sind halt bei 17,5 Kilo beim Einstiegsmodell gelandet. Ne? Also hier die Dropper, Seatpost. Ne? Dann haben wir hier die Twinlock erste Stufe, zweite Stufe. Hier entriegel ich das und hier halt die ganze Geschichte, dass ich das hoch und runter stelle, wie Tobi schon eben erklärt hat. Flaschenhalter zweifach sogar möglich oder Range Extender ohne Schloss oder. Ne? Genau, ansonsten von der Ausstattung sind wir ziemlich sportiv unterwegs. Wir haben eine 12-Gang XT-Schaltung verbaut. Also da sind wir schon ein bisschen für das gröbere Gelände gerüstet. Gleiches gilt auch für die Bremsen, 4 Kolben vorne wie hinten. Gilt auch für beide Modelle, also sowohl die Herrenversion als auch die Damenversion ist jetzt so ausgestattet, wie wir es jetzt gerade besprechen. Wir haben die 34er Fox verbaut vorne, also eine richtig ordentliche Gabel, mit der kann es schon so ein bisschen ins Gebirge gehen. Und auch beim Dämpfer sind wir bei Fox. Was haben wir an Federweg? Ich glaube 130 mm. Ne? Genau, 130 vorne, 130 hinten. Also es ist schon eine Race-Fully, was aber trotzdem Cross-Country Down-Country kann. Also es gab ja diverse Tests schon und da haben halt die Kollegen von der Presse halt auch so ein bisschen das Ding mal in Italien über die Trails gejagt. Und was man da so hört, hat das Bike alles mitgemacht. Herrenmodell hier in der anderen Farbe. Ich zeige euch mal noch ein cooles letztes
Ding. Es ist eigentlich nichts Besonderes, aber hier die Ladebuchse ist auch schön gemacht hier. Das ist, wo ihr das Rad aufladet und das geht schön runter und schließt gut ab. Ist so eine Gummi-Abdeckkappe, aber die sich so gut anschmiegt und sich wie so ein Schnellspanner halt. Also, was heißt Schnellspanner? So ein Akkudeckel, der klappt gut rein. Also den muss man nicht noch so wie so ein komischer Pfropfen reinpressen, reindrücken, sondern der schließt gut ab. Jo, ein cleanes, schönes, leichtes Bike. Schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. Klar, wahrscheinlich werden jetzt viele erstmal schreiben zum Preis, aber ihr könnt ja mal trotzdem noch so andere Themen reinschreiben, wie euch die Farbe gefällt oder die Optik und generell, ob dieser Motor von der Unterstützung, ob das was für euch wäre. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Scott-Video. Macht's gut, bis dann, ciao.